Moin Moin aus dem Wunderland. Für die, die es noch nicht wissen, wir haben ja eine neue Speicherfläche, wo wir euch Südamerika zeigen wollen. Um dahin zu kommen, haben wir hier die Brücke zwischen den beiden Speichern und auf der Brücke zeigen wir euch die Welt von oben. Wir sind jetzt endlich fertig. Heute haben wir die letzten beiden Teile hier reingesetzt. Und wie und was uns da besonders viel Spaß gemacht hat und wo die Herausforderungen waren, das zeigen wir euch jetzt gerne. Heute fangen wir mal von der anderen Seite an, nämlich von unserem neuen Speicher. Hier hinter mir ist Rio, hier ist ja der große Maya-Tempel oder Aztekentempel. Und wir haben uns gedacht, wir machen hier nochmal so einen Teil Tropenwald, der ja so ein bisschen so in Mittelamerika sein kann. Wir haben hier sogar so ein paar Maya-Tempel nachempfunden. Das war super geil. Stefan hat da richtig coole Arbeit gefräst, hat sich Bilder rausgesucht, um wirklich so die exakten Emblemen und Muster, die da wirklich auch früher gebaut haben, nachgebaut. Und ein, zwei witzige kleine andere Embleme sind auch dabei. Und genau, hier haben wir einfach super viel Dschungel. Der Zug fährt in den Dschungel rein, dann quasi durch die Wand und kommt dann drüben in Rio raus. Und ja, das hat halt super viel Spaß gemacht, einfach so diese geile Landschaft zu bauen und halt diese Ruinen. Und wir haben aber hier vorne auch noch mal so ein bisschen eine kleine Gesellschaftskritik mit eingebaut, nämlich so ein Stück verbrannten Wald. Na, das kann dann jeder ganz selber interpretieren, warum das so verbrannt ist da. Aber da haben wir uns gedacht, das gehört auch dazu. Hinter dem Regenwald, den Felix gebaut hat, schließe ich hier so eine kleine Marktszenerie an. Das ist angelehnt an den Markt, den es in Thailand gibt. Da fährt der Zug auch mitten durch den Markt und die Sachen, die auf den Gleisen liegen, werden dann kurz reingeräumt und wenn der Zug dann durch ist, wird das sofort wieder aufgebaut. Ja, das sieht von oben relativ beeindruckend aus. So, man hat so eine Dachlandschaft, die relativ kurios und einzigartig ist. Es handelt sich aber nicht um die Favelas, sondern wie gesagt um diesen Markt in Thailand. Deswegen haben wir auch so Details wie Klimakästen und diese ganzen Verkabelungen und dieses Menschengewimmel und so weiter und so fort. Die Schwierigkeit dabei war so ein bisschen, wo kriegt man so viel Wellblech her? Da habe ich dann Gussform gefräst und dann Gussform aus Silikon gemacht, um dann halt auch diese Menge an Wellblech quasi zu gießen und auf diese Dächer zu kleben. Ja, nach dem Markt kommen wir dann hier zu den Salzseen. Da werden in der Realität verschiedene Elemente konzentriert gewonnen. Vor allem in der Lithiumproduktion spielt das wohl eine große Rolle. Dadurch entstehen da diese unterschiedlichen Farben und das haben Felix und Michel hier sehr cool nachgebildet. Sieht einfach geil aus von oben. Und ich hatte dann zum Schluss auch noch mal die Möglichkeit, mich hier mit einem kleinen Autowrack zu verewigen, aber das könnt ihr euch dann selber anschauen. Mein Part bei dieser ganzen Brückengeschichte war in erster Linie die Planung am Rechner und überwiegend Teile zu fräsen, während Michel und Felix ja ganz viel modellbauerisch tätig geworden sind. Also war ich eigentlich so ein bisschen mehr im Hintergrund in der Grundplanung und so weiter. Und in diesem Bauabschnitt hier nach den Salzfeldern ist auch eine ganze Menge gefräst worden. Und zwar haben wir hier diese Basisform von den Dünen, die kommen von der Maschine sozusagen und mussten erstmal gezeichnet werden. Und auch die Grundstruktur von den Pyramiden. Da hat Michel dann nachher kleine einzelne Steinblöcke noch draufgeklebt, um das Ganze ein bisschen realistischer und schöner noch zu machen. Was ich dazu beigetragen habe, modellbauerisch, ist hier diese kleine Karawane. Und zwar hatten wir Basiskamele, die mussten dann in Form gebracht werden, weil es gab nur 3 Positionen und die sollen ja ein bisschen individuell aussehen. Und ja, dann brauchten die eine Menge Gepäck. Das ist aus Papier getränkt mit Kleber entstanden. Und ja, bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass es auch super bunt ist. Ich dachte eigentlich so, eine Karawane ist erdfarben oder so gedeckt, aber es ist tatsächlich richtig knallig. Die haben ganz bunte Teppiche dabei und ihre Zelte. Und wenn man jetzt von oben guckt, sieht das auch richtig schön aus. Ja, ein anderer Abschnitt hier auf der Brücke ist unser kleiner Reisfeldabschnitt. Also wir haben so ein paar Reisterrassen nachempfunden und gerade hier an diesem Stück sieht man ganz deutlich, dass wir wirklich einen Maßstabssprung gemacht haben. Sonst sind wir immer schon so ein bisschen im Maßstab geblieben. Hier haben wir uns wirklich dazu entschieden, kleiner zu sein, weil diese einzelnen Reisterrassen sind in echt natürlich größer, weiter irgendwie auseinander und an so Hängen angesiedelt. Das können wir hier einfach nicht umsetzen, deswegen haben wir sie kleiner gemacht. Lennart hat noch super geile kleine Wasserbüffel modelliert und auch kleine Arbeiter, die da den Reis ernten. Die sind halt alle nicht so richtig von der Größe her in dem 1:87 Maßstab, aber wir finden das irgendwie trotzdem super schön und genau, danach kommt dann unser großer Staudamm und dann geht das weit aufs offene Meer hinaus. So, hinter den Reisfeldern sind dann schließt sich dann die erste große Wasserfläche an. Das ist auch das, was erst heute quasi fertig geworden ist. Das haben wir jetzt erstmal provisorisch reingelegt. Das muss noch ein bisschen verfeinert werden, dann kommt das aber auch final rein. Hier vorne ist so ein Staudamm,
Das dient einfach dazu, dass wir so ein bisschen logisch begründen können, warum da ein Sprung in der Höhe der Landschaft ist, damit das alles so ein bisschen Sinn macht. Der Zug fährt quasi hier durch ein Tunnelportal unter dem Meer durch. So können wir auch eine Meeresfläche realisieren, ohne dass da halt ein Zug durchfährt. Das sieht ja irgendwie komisch aus. Und so haben wir das ein bisschen logisch erklärt, wie das so funktioniert. Der Lennart hat den wunderschönen Wal modelliert. Der ist ja neuerer Kollege. Fand ich ziemlich krass, was er da abgeliefert hat, so gleich zu Anfang. Ist sehr schön geworden, gefällt mir sehr gut. Bei da hinten ein Eisberg, den hat Felix aus Gips modelliert. Und ich finde, der sieht also wirklich auch sehr kalt aus. Das hat er auch sehr gut gemacht. Ist schön geworden. Ganz am Ende zum Schiffen, da haben wir noch mal was anderes ausprobiert mit Wellen. Und zwar haben wir da aus einem Vollmaterial eine Wellenstruktur gefräst, die dann eingeklebt, verschliffen und dann noch Schaumkronen drauf gemacht, sodass man mal wirklich eine große plastische Welle hat, die so ein bisschen anders ist, als wir das normalerweise machen. Sodass dann die Bugwelle von dem Containerschiff, was dann im Anschluss kommt. Die Speicherstadt ist ja Weltkulturerbe und Auflage war für diese Brücke, dass sie möglichst transparent ist und sich in das Erscheinungsbild der historischen Gebäude integriert. Und aus diesem Grunde sollte unsere Anlage auch nicht zu sehen sein von außen. Und dadurch durften wir auch nicht so hoch bauen. Aber wir wollten auch gerne ein Containerschiff bauen im Schnitt. Und das wurde entsprechend hoch. Und deswegen ist es genau in der Mitte, weil hier auch ein Pfeiler läuft. Und dadurch wird es so ein bisschen verdeckt, dass es von außen eben nicht zu sehen ist. Ja, und zum Schiff an sich. Wir haben das Ganze am Rechner gezeichnet und gefräst und dann mit Containern bestückt, dass es schön bunt aussieht. Und ja, das ist so der mittlere Block hier auf der Brücke. Ja, ich hocke hier neben meinem kleinen Highlight auf der Brücke. Wir haben ja schon am Anfang beim Brainstorming so ein bisschen überlegt, dass wir mal vielleicht irgendwie mit diversen Gegenständen oder so Bilder erzeugen wollen. Und da habe ich mir gedacht, quasi so in diesem karibischen Atoll ein Yin- und Yang-Zeichen zu machen. Und zwar schwimmt hier so ein Hammerhai rum und scheucht halt so einen Fischschwarm auf, der dann halt diese eine dunkle Seite quasi des Yin- und Yang-Zeichens abbildet. Genau, Michael hat sich dann auch noch verewigt hier mit Tom Hanks aus Castaway und dem kleinen Ball Wilson. Und für mich hat es einfach sehr viel Spaß gemacht. Es war eine Herausforderung, auch diese ganzen Schichten mit den Fischen zu machen. Und auch, wie ja schon in vorherigen Videos gesagt, diese Felsgestaltung mit diesen ganzen Ausspülungen und so, fand ich sehr toll. Ja, wie man das kennt, kommen wir hier aus der Karibik natürlich direkt in Holland an Land, an so einem schönen Wattenabschnitt. Sehr cool auch wieder geworden mit dem Deich. Hier mussten wir auch wieder dieselbe Problematik wie drüben lösen, und zwar, dass wir den Höhenunterschied irgendwie ausgleichen müssen. Deswegen kommt der Zug hier aus einem Tunnel aus dem Deich herausgefahren, nachdem er das Meer überquert hat. Und das ist auch der erste Abschnitt gewesen, in dem ich mich hier im Wunderland mit austoben durfte und einfach Teil von diesem Riesenprojekt sein durfte. In diesem kleinen Holland-Bereich, den wir hier dargestellt haben, bekommt das Motto Farben der Welt nochmal eine besondere Bedeutung, weil dieser Abschnitt ist sehr bunt. Durch diese schönen Tulpenreihen, diese verschiedenen, kann man von oben wirklich ein ganz tolles Farbspektrum erkennen. Und wir haben auch weitere Klischees erfüllt. Zum Beispiel haben wir hier kleine Grachten und eine kleine Windmühle, die Felix gebaut hat. Und was in Holland natürlich nicht fehlen darf, wir haben die New Kids mit ihrem grünen Manta. Und wir wollten gerne diese spezielle Szene, wie sie auf dem Cover oder im Intro zu sehen ist, darstellen. Und dafür haben wir die Figuren alle am Rechner modelliert und 3D gedruckt und dann angemalt, dass wir wirklich dieses Bild erzeugen können. Hinter dem Holland-Abschnitt kommt dann nun eingerahmt von einem wunderschönen Herbstwald der Telefonzellenfriedhof. Das haben wir uns jetzt nicht selber ausgedacht, das ist was es wirklich gibt. Und da wir auf der Suche waren nach Motiven, die von oben, also aus der Vogelperspektive irgendwie grafisch sind oder besonders beeindruckend wirken, so sind wir da auf diesen Telefonzellenfriedhof gestoßen, der in der Nähe von Berlin ist. Da stehen also im Original diese ganzen Telefonzellen, die eigentlich sonst überall rumstanden im ganzen Land, bloß die mittlerweile keiner mehr braucht, weil alle halt Handys haben. Da werden die gesammelt, da kann man die kaufen. Was es sonst damit auf sich hat, weiß ich nicht so genau, ehrlich gesagt. Allerdings war die Schwierigkeit dabei, es sieht hier gar nicht so viel aus und wir haben auch gar nicht so viel Platz gehabt, das darzustellen. Aber diese Telefonzellen, wir haben, glaube ich, 1200 von den magentafarbenen gebaut und dann nochmal ich glaube 800 von den gelben, und das war ein ganz schöner Aufriss. So, man muss sich vorstellen, bei diesen Magentafarben, da sind 9 Teile verbaut, die alle unterschiedlich lackiert sind. Da muss man noch 4 Scheiben einkleben. Also das ist schon ein ganz schöner Akt. So, das haben wir uns geteilt. Stefan hat ein bisschen gemacht, ich glaube eine Woche lang. Felix hat auch ordentlich was gemacht. Ich habe da auch noch mal eine Woche dran gesessen und dann waren die Telefonzellen endlich fertig. Übergeblieben sind, glaube ich, 10 oder so, Handvoll. Typisch europäisch haben wir hier natürlich auch Rapsfelder und Weizenfelder. Und weil wir hier alle ein bisschen bekloppt sind, also positiv, habe ich hier mit einem kleinen Haarschneider Kornkreisel reingemacht.
Super geile Sache, ich feier's ab, hier fliegen noch ein paar Vögel drüber und typisch dörfliche Szene hier oben. Die Kinder zeigen mal ihren After zu den Bahnfahrern. Klasse, ich find's richtig gut. Ja, dann kommen wir hier bei uns in den Highlands an, einer ziemlich coolen Burgruine, Wälder. Das lichtet sich dann hier in die Richtung und weil wir ja sowieso schon überall hier ganz viele Gags gerade in der Draufsicht versteckt haben, kommt hier nochmal ein besonderes Highlight und zwar in dieser Schafsherde. Was das genau ist, möchte ich euch jetzt noch nicht verraten. Da müsst ihr eventuell mal den Kanal abonnieren, die Glocke anklicken und die Augen aufhalten, ob da noch mal was kommt. Oder natürlich einfach selber hier vorbeischauen. Also das Anspruchsvolle an diesem Projekt war mal ein bisschen was anderes als sonst. Hier ist es einfach so, dass wir unten drunter keinen Platz haben, Kabel verstecken müssen. Wir müssen verschiedene Bedingungen erfüllen. Die Brücke arbeitet, das Holz arbeitet. Wir haben hier Vibrationen, die Verbindung vom alten zum neuen Speicher. Da müssen wir uns überall was Kleines ausdenken. Das haben wir alles ganz gut gelöst bekommen. Und da ich hoffe, alle Gewerke, die hier so im Hause vertreten sind, unter einen Hut gebracht. Das war nicht ganz so einfach, aber auch interessant, das mal zu machen. Wir sind soweit durch auf der Brücke. Jetzt kommen noch die Bahntechniker und gewährleisten hier einen reibungslosen Betriebsablauf. Es gab eine Abstimmung, was für Züge hier fahren sollen. 4 Stück haben gewonnen, 4 Stück sind es geworden. Das ist zum einen der ICE, der Hogwarts Express, der Polar Express und natürlich der TGV. Das waren eure 4 Favoriten, die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Natürlich werden da auch noch andere Züge fahren. Das war unsere kleine Reise um die Welt. Ganz schön aufregend war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns ein bisschen zuzuschauen und bis zum nächsten Mal.